Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in ganz ruhiger Form, denn mir wurde gesagt, ich bin zu laut und ich schreie zu viel rum. Und deswegen machen wir heute den Flüstermodus. Will ich schon arschen? Kannst du bitte wegschneiden, den Mist? Scheiße. Ich glaube, ich muss so eine Warnung Anti-Epilepsie-Anfall reinmachen, weil das... Aber Tobi, weißt du was? Hä? Du lachst dich selber kaputt, ne? Was muss man beachten, wenn man in sein eigenes Aquarium eintauchen will? Wir sind nämlich heute wieder beim Jack Elliott zu Hause. Hallo. Schönen guten Tag. Wir haben einen ganz besonderen Auftrag, denn wir pflegen heute all deine Aquarien und ich habe gehört, du hast richtig Bock. Oh Gott, Hilfe. Das ist schon höher, Also du hast alles dreckig gelassen, du hast wie lange nichts gemacht? Eine Woche? 2, 3 Wochen. Okay, also wir haben Algen, wir haben Wasserwechsel. Das ist alles dreckig hier und eigentlich nicht vorzeigbar. So war es ja vereinbart, ne? So, was vereinbart, los geht's. Natrop. Wenn du das erste Video verpasst hast, gar kein Thema. Wir sind hier im wahrscheinlich verrücktesten Aquarienhaus Deutschlands mit Aquarien bis zu einem Volumen von 24.000 Litern. Um diese Becken wieder so aussehen zu lassen, müssen wir heute ran. Und ich will vorweg schon mal sagen, dieses Video, das wird chaotisch. Wie gesagt, die Scheiben sind halt... Ah, warte. Schatz, ne? 300 Liter letztens hier im ganzen Obergeschoss. Scheiße. Kannst du bitte wegschneiden, den Mist? Es läuft aber das Treppenhaus runter. Du stehst schon in der Pfütze. Alter, hier ist mein ganzes Kamerazeug. Ich kriege es nicht hin, wenn ich irgendwo Wasser reinlaufen lasse, in den Filterbecken, auch unten, dass es nicht überläuft. Ich muss mir die Uhr stellen. Ja. So wunderschön sieht Jack Elliott's Gorgonienbecken eigentlich aus. Leider hat er jetzt Strudelwürmer bekommen. Diese sind für ein Becken erstmal nicht gefährlich, können sich aber so weit ausbreiten, dass sie Korallen beim Öffnen hindern und die Tiere auf diese Weise sterben. Die Strudelwürmer sind diese kleinen roten Dinger da. Echt wirklich eine nervige Geschichte. Aber das Thema ist, wenn man die jetzt auch abtöten würde mit Lantan, die geben dann noch ein Gift ab. Und die würden dann auch den Besatz töten. Also da muss man auch höllisch aufpassen. Das heißt, man muss die vorher absaugen. Ja, okay. Dann lass uns das mal machen. Soll ich das mal hier halten? Ja. Er geht gerade so auf den Boden, ne? Ja, es geht. Aber gut, hier ist sowieso immer alle paar Wochen was unter Wasser. Botanisch, ne, Tobi? Da gibt es sicher Also bessere, das ist halt Hobbyherz, ne? bessere Varianten. Wasserwechsel, Korallenbecken, Schlafzimmer. Ja. Genau. Ich habe leider nur noch einen Eimer, wo ich Wasser reinfüllen kann. Den Rest hast du eh gerade auf dem Boden verteilt. Ja, der Rest ist schon am Boden, genau. Ja, ich mache also hier jetzt 4 Eimer rein und 3 raus. Nee, warte, kann gar nicht rechnen. Nee. Scheiße. Warte, 5 rein. Nein. Ich muss ein Eimer mit Osmosewasser reintun und den Rest mit Salz ausgleichen. Jack Elliott kommt mir immer vor wie so ein verrückter Wissenschaftler in einem Haus voll mit Aquarien, der 8-mal am Tag knapp dem Tod entgeht. Kommen 3 mit Salz raus, müssen 4 rein. Gott, du siehst schon, Chaos pur. Und das Ganze nach Augenmaß. Ja, ich habe eigentlich hier so ein Arometer mit, aber normalerweise vom Gefühl her weiß ich, wie viel da rein muss. Bisschen hobbymäßig, wie gesagt. Durchfühle ich das nochmal am Boden so ein bisschen, ne? Damit das sich auch auflöst. Muss natürlich auch mal berücksichtigen, wenn man sowas macht. Selbst wenn ich mich jetzt hier vertan hätte um ein bisschen, dann würde das bei so einer Literzahl von 2.500 Liter nicht gravierenden Unterschied machen. Das ist wichtig. Du hast ein kleines wichtig. Becken, ne, machst 5 Eimer Wasserwechsel und vertust dich gravierend. Ja. Nicht nachmachen zu Hause. Scheiße alles hier. Hier noch ein bisschen. 5 von 10 Meerwasseraquarianern, dann dreht sich gerade der Magen um. Ja. Warte mal, wenn die gleich sind, wie ich das da reinkippe. So ein bisschen knapp bemessen, das ist kompliziert. Du willst halt vom Bett auch reinschauen können. Klar, kannst du nicht Genau. ewig hoch machen. Ja, hast recht, ja. Man muss jetzt aufpassen, normalerweise sollte man jetzt nicht hingehen und das frische Salzwasser noch, sag ich mal, so konzentriert reingeben. Das mache ich jetzt hier nur, weil das Filterbecken recht groß ist und das sich vermischen wird. Na, man dürfte also niemals jetzt zum Beispiel Salz ins Aquarium direkt geben. Und ich würde auch Korallensterben direkt, ja klar. Wenn die Salz aufkriegen, das ist vorbei. Und die Fische aufnehmen mit den Kiemen, Katastrophe. Ne? Also das mache ich jetzt nur. Der Rücklauf ist da hinten. Das ist sehr groß, das Filterbecken, deswegen, das wirst ihr hier oben gar nicht bemerken. Das geht 1,50 Meter nach hinten, das Filterbecken, ne? Ja, genau. Ja, hier.
Geisterbahn, was Tobi, ne? Aber ich mache das nur so, dann lasse ich so laufen. Das Einzige, was ich machen muss, der Rettungswert 3,50, also perfekt, ne? Ich habe gerade gar keine Ahnung, was du machst. Also wir machen Wasserwechsel fürs große Becken. Genau, fürs große Becken. Ich lasse das Wasser ablaufen bis hier, da muss ich dabei sein, damit die Pumpen noch Wasser haben. Ne? Also das ist das Filterbecken von dem großen Becken. Genau. Das hier ist das Teil, um das es gerade geht. 1,50 Meter hoch, 3,50 Meter lang und 4,50 Meter tief. Kann man auf jeden Fall mal in ein Wohnzimmer bauen. Ich mache diesen Schalter aus. Nee, warte, ein anderer. Der? Ja, der was. Das ist die Hauptpumpe, ne? Jetzt füllt sich das auf. Ja, das kann man dann so von alleine laufen lassen. Guck mal hier, das ist eine Woche, ne? Da siehst du mal, was hier an Dreck ist. Suppe, die schon da gibt. Ich glaube, ich muss so eine Warnung Anti-Epilepsie-Anfall reinmachen, weil das Licht so... Das ist gut mit der Kirmes hier, Ey, ne? das ist so krass, wir können hier nicht filmen. Aber die ersten Abschauer, die nehmen am meisten Dreck auf. Sodass der Große da oben gar nicht so viel hat. Ja, hier ist auch schon wieder jede Menge Dreck drin. Wie viel Liter hat der große Abschäumer? Der ist für 20.000 Liter gedacht. Würde ausreichend für das Becken oben, weil da sind ja auch noch Steine drin. Das heißt, das Nettovolumen ist ja immer weniger. Ich habe hier noch 2 Abschäumer dran. Falls meiner ausfällt, falls der mal ausfällt, dann habe ich immer noch Abschirmung drin. So, was saugst du da unten ab? Ja, da haben sich so ein paar Cyanus wieder gebildet. Kann man wegbekommen, ist kein Thema. Muss man Bakterien zugeben und auch Plankton. Aber wenn ich den Wasserwechsel gemacht habe, gebe ich hier auch Plankton dazu. Ne, Phytoplankton und auch Staubfutter. Und da sollte man nicht unbedingt die Bakterien mit dazugeben an dem Tag, weil das könnte zu einer Bakterienblüte führen. Ja. Ah, scheiße. Mann, siehste, das ist alles immer so eine Sache, ja. Gut. Tobi, was soll ich machen? Du hast mich ja dazu genötigt, so ein Video zu drehen. Ja, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Du siehst ja, wie das hier endet. Hast du hier irgendwie Probleme in dem Becken momentan? Ja, ich habe hier auch die Strudelwürmer drin, weil ich eben manchmal habe ich einen Stein rausgeholt, habe den da unten reingemacht und habe nicht drüber nachgedacht. Ne? Zu doof. Hier habe ich auch 3 Lippfische drin. Gerade so Halicoeris-Arten, die fressen auch Strudelwürmer. Und warum setzt du die nicht unten rein? Ist das wieder wegen dem Biotopenbecken? Nein, sag ich dir ganz ehrlich, für mich kommt es wirklich auf das Wohl des Tieres an. Und ein Lippfisch, selbst wenn er so groß ist, der schwimmt grundsätzlich im Meer unendlich viel rum. 2.500 Liter, solche Lippfische hier, das ist für mich okay. Aber ein 600 Liter Becken, dann solche Lippfische da, die nur in der Scheibe auf und ab schwimmen, das geht nicht. Kann ich dir da irgendwie helfen oder sowas? Ja, das geht eigentlich ganz schnell, Tobi. Das ist so ein bisschen schwierig, weil ich das hier so dann so biegen muss, dass es überhaupt reinpasst. Und so als es hier noch drin war, dann kommt dann da rein. Und das kommt da rein. Ich gebe jetzt immer noch hier ein bisschen Korallenwachstum dabei und auch Staubfutter, verschiedene Sorten und auch hier Phytoplankton. Vorher mache ich die Abschauer aus, die beiden, und auch das UV. Weil das UV würde Plankton auch kaputt machen. Muss ich einmal hier reinklettern für. Gebe ich hier hinten noch was rein. Okay, was fehlt noch? Ich merke schon, du bist auch nicht mehr so fit im Kopf, was, Tobi, ne? Nein. Schön mit den Händen Abschäumer sauber machen. Immer eine richtig schnieke Idee. Ja, nicht so doll. So, Leute. Das ist... Hier. Das ist das Filterbecken von dem 6000 Liter Becken. Dieser Nachbau des Great Barrier Reefs in Australien wurde hier von Jack Elliott mit einem 2,10 Meter auf 2,20 Meter auf 1,20 Meter Becken versucht darzustellen. Gut, wer ein bisschen mehr über die ganzen Aquarien erfahren möchte und warum nicht in allen Becken echte Korallen eingesetzt wurden, dem verlinke ich das letzte Video nochmal in der Beschreibung. Hier muss ich nur gucken, welcher Schalter was ist. Ach komm, ich mache einfach alle aus. Aber da fällt mir der Abschirmer gleich hin, da muss ich aufpassen. Ja, ich klemme das hier so ein bisschen fest. Und in den Gully rein. Und in den Gully. Auch hier wieder total dreckig, siehst du? Lecker, ne? Aber noch besser ist das Zeug hier. Film das mal. Was sagst du denn da schon wieder? Das ist ja das ist ja Abschäumerwasser. Das ist immer geil, wenn die Leute hier zu mir kommen und das nicht kennen, ne? Und jeder Aquarianer weiß, wie so Abschäumerwasser wieder riecht. Ja. Die denken immer, oh, das ist ein angenehmer Typ. Wir machen zwar nochmal ein separates Technikvideo, aber wie viel Liter hat jetzt das Technikbecken vom 6000 Liter Becken? 800 hier und für das 24.000 Liter Becken habe ich 3 von denen. Nochmal Fütterung kurz. Heute nur aufgewärmte, wie sagtest du letztens noch, Matschepampe? Matschepampe. Und ich muss hier noch reinsteigen, ja Tobi, bist du sicher? Du musst tauchen gehen. Ah, Tintenfisch ist für Drückerfische, okay. Du siehst, sie fressen es.
Na, auch interessant hier vielleicht, das Mysis, das ist viel gesünder wie Artemia, weil der Mysis ist auch, das kann man nicht züchten, ne? Und Artemia hat fast keine Nährstoffe. Mega, mega selten. Was hast du? Was hast du? Filmen. Hier, ganz, ganz besonderer Fisch. Der kommt jetzt raus. Dann Krammalinki. Muss mal gucken, wie alt da ist er. Der dunkle? Genau, das ist ein sehr seltener Fisch auch. Und natürlich einer meiner absoluten Lieblingsfische. Krammalinki. Krammer klingt nach Barsch. Ist barschartig. Ja, wir haben noch hier das Becken. Machen wir noch Wasserwechsel. Und in dem Becken, da muss ich so ein bisschen das wieder zurechtrücken. Du siehst, da oben ist die Alge verrutscht. Und auch hier setzen die Algen sich unten da. Das will ich jetzt ein bisschen beseitigen. Du hast einen neuen Fisch hier drin, glaube ich, gell? So ein Pärchen, Gramma de Jongi. Der Name de Jongi, ne, das ist kein Geheimnis, das kommt von de Jong. Die haben den selber entdeckt und das sind auch Nachzuchten. Ne? Ich versuche immer Nachzuchten zu bekommen, weil das nachhaltig ist. Sehr gut. Ja, jetzt habe ich hier die erste Ladung an Strudelwürmer abgesaugt. Und da ich ja eben durch den Bodengrund gegangen bin, dann gucke ich mir hier diesen Eimer nochmal genauer an. Und hier entdecke ich zum Beispiel schon eine Schnecke. Und die kommen dann auch wieder da rein. Schön hier an der Pumpe vorbei. Tolle Ladung. Das ist echt immer eklig. Da sind die Süßwasser-Aquarianer klar im Vorteil. Ja. Weil Wasserwechsel schön mit Salz ist immer, boah. Wusstest du eigentlich, wenn man jetzt im Meer ist als Schiffsbrüchiger und würde jetzt Salzwasser trinken, dass man davon stirbt? Ja klar, du dehydrierst ja. Das Salz zieht ja die ganze Flüssigkeit raus. Ja. Ja, die sitzen ja überall. Gibt es da keine andere Möglichkeit? Doch, gibt es. Und zwar, ich versuche immer alles so natürlich wie möglich zu machen. Es gibt eine Nacktschnecke, die nennt sich Blausamtkopfschildschnecke. Okay. Die frisst die, ne? Die frisst aber nur die Strudelwürmer. Dass wenn man keine mehr hat, dann würde die auch sterben und das will man natürlich auch nicht. Die sind jetzt hier drin auch. Ja, die sind hier drin, aber irgendwie... Oh, ist das schwer. Hier sitzen an der Dusche. Ja. Scheiße. Ein Wasserwechsel heißt gleichzeitig Bude kaputt. Die meisten deiner Zuschauer werden das wissen. Nur allgemein kann man sagen, man sollte jetzt nicht hingehen und die alle so aufwirbeln, weil wenn die kaputt gehen, dann geben die ein Gift ab. Ne? Und bei der Menge sehr gefährlich. Ne? Deswegen auch das Lantan nur so reingehen, wie es auf der Verpackung steht. Und auch schauen, dass man vorher die meisten Strudelwürmer absaugt, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ne? Sehr, sehr gefährlich sein und alles abtöten. Beides. Ich wusste das nicht. Aber wenn das die meisten meiner Zuschauer wissen, dann ist ja gut. Ja, ich habe jetzt also 2 Eimer Wasser hier rausgeholt. Ich bin immer eher ein Freund von regelmäßig Wasserwechsel und dafür nicht zu viel. Weil eben auch die Tiere, so Riesenveränderungen mögen die nicht, ne? Meines Erachtens. Regelmäßiger und dafür lieber ein bisschen weniger. Ne? So 5% wöchentlich ist eigentlich okay. Wie viel Liter hattest du hier nochmal drin? Ja, das sind 600 und dann das Filterbeck noch dazu. Los, zackig, komm, zack, zack. Du hast gekleckert. Ja, hier schwimmt schon wieder alles. Das ist weit entfernt von der Dreambox, das Ganze hier. Aber wie gesagt, das ist ja auch zu. Die Scheiben säubern. Auf dem Magnet mache ich immer noch so ein bisschen Watte dazwischen, weil ich habe festgestellt, selbst wenn man die säubert und von Steinen entfernt, kann es manchmal Kratzer geben. Und werde auch die Scheibe von außen noch mit Cydolin besprühen. Also kann man empfehlen, auch Chemie einzusetzen bei den Außenscheiben. Machen ja auch manche nicht. Hast du nie Negativerfahrungen gemacht? Ich mache das auch, muss ich ehrlich sagen. Ja, haben die Leute recht. Man muss natürlich höllisch aufpassen, wenn irgendwas hier reinkäme an Chemie, sei es Öl oder Cydolin, das könnte bei einem kleinen Becken eine Katastrophe auslösen. Stimmt, absolut. So einfach. Der Moment ist gekommen. Ja, toll, Tobi. Ich springe meinen Arsch ab. Es ist wirklich kalt hier. Ich dachte, das ist ein tropisches Aquarium. Was muss man beachten, wenn man in sein eigenes Aquarium eintauchen will? Haare waschen, wenn einer irgendwie Gel oder sowas hat. Ah, ja. Man sollte sich allgemein waschen, ne? Das ist eigentlich ein Witz hier, ne, was ich hier mache, oder? Ja, was ist das denn? Ja, ich will damit nur diese Algenstellen wegkratzen, die ich mit dem Kratzer nicht so gut abkriege. Und wenn du die Fläche so größer hast, ist der Reibungspunkt nicht optimal. Und wenn du falsch Druck gibst, dann kann sein, dass du Kratzer reinmachst. So habe ich so ein bisschen, Okay. die Kontrolle. Sieht auf jeden Fall sehr kontrolliert aus. Boah, hör mal, vor Jahren war ich in der Nordsee. Da war es viel kälter, aber irgendwie kommt mir das kühler vor hier drin. Boah. Ja, nächstes Mal komme ich im Sommer, ist okay. Ja. So. Muss ich auch gucken, dass ich die Platten, weil die alle verschiedene Größen haben, dass die am Ende wieder dann da drauf kommen. Und ich habe normalerweise noch so einen Gürtel, damit ich unter Wasser bleibe. Den habe ich aber jetzt nicht gefunden hier. Hörst du mich doch? Ich höre dich. Da müsste eine kahle Stelle sein, die war ich auch noch wieder so ein bisschen zu. Alles okay? Ja. Gut.
Aber Tobi, weißt du was? Hä? Oder ich habe mir überlegt, noch mal einmal mit der einen Pumpe da durchzugehen. Ja gut, ich habe jetzt hier so eine dicke, fette Pumpe. Normalerweise mache ich das, bevor ich das Wasser ablasse. Jetzt wird das dreckige Wasser hier drin bleiben gleich. Ich gehe mit der Pumpe so zwischen die... Hier, wir kriegen Besuch. Die Hunde. Zwischen die Ritzen hole ich den Dreck raus. Pass auf, dass das nicht Wasser in den Strom kommt hier. Ja, ich pass schon da auf. gleich. Wie fühlt man sich in einem Aquarium? Siehst du nach draußen eigentlich? Ja klar, ich habe dich gesehen. Ja, okay. Ja. Also ich stecke jetzt ein, ja? Ja, bitte. Das Ding geht richtig brutal los hier. Ja, Das ist glaube richtig Power. ich. Okay. Hier vorne an der Stelle, du siehst, da ist schon wieder ordentlich Dreck gewesen. Das ist so nicht vorbildlich, weil normalerweise soll man die Steinaufbauten so machen im Aquarium, dass man überall rankommt, dass sich der Schmutz gar nicht festsetzen kann. Hier bei so einem Aquarium, ich habe da keine Lust, dass mir hier die großen Steine runterfallen und hier irgendwas kaputt geht, ne? Und dann muss ich halt eben das hier machen und das tut den Fischen auch nichts, das ist okay. Das haben sie sehr gut gemacht. Will ich schon arschen? Heute musste ich rein, ne? Ja. Ah, bin ich sauber nass. Nein, Wasser unten im Keller. Du wolltest noch hier Wasserwechsel machen. Ach Mann, ja. Auf, Wo ist mein einer Schuh hier? keine Ahnung. Ne? Aber Wieso suchst du dir noch so ein Hobby aus? warte mal, ich hole mir noch ein... Besser ist das. Wieder in die Disco rein. Ja, machen wir eben nur ganz schnell. Hier mache ich das nämlich so. Dann geht da hinten Wasser rein. Hier kann ich auch noch machen. Alter! Warte, so. Einmal Salz. Das ist ja hier 3,60 Meter lang. Das heißt, hier dieses konzentrierte Salz, das wird sich dann oben wieder aufgelöst haben. Geht dann komplett wieder einmal hier rum, bis es wieder hochgeht. Wenn es im Wasser ankommt, im Hauptbecken, ist es nicht mehr konzentriert. Wichtig. Weil das hier, wenn du das hier ins Aquariumwasser geben würdest, dann würden die Fische sterben und auch die Korallen. Oh, man atmet richtig Salz ein gerade. Ja, du siehst schon, das ist alles Müll, ne? Hier, was ich hier mache. Ne? Kompletter Müll, wa? Du lachst dich selber kaputt, wa? So was willst du filmen, oder was? Ist das dein Ernst hier? Hier, Jack Elliott! Ja, ich bin in der Sauna! Ja, ich mach mich, gell? Mach's gut, tschö! Ja, danke! Ja, danke dir! Tschüss!